Hallo zusammen, da bin ich wieder. Heute wieder mit einem spannenden Thema für euch. Ihr habt Schmerzen in der Leiste oder in der Hüfte und zum Teil zieht es bis in die Hoden oder zum Beispiel zur Schamlippe und ihr wollt wissen, woher das kommt und wie ihr das beheben könnt. Dann bleibt jetzt dran. Dann versuche ich euch die Ursachen zu erklären und wie ihr bei den Symptomen Abhilfe schaffen könnt. Okay, springen wir direkt rein. Bei mir soll es heute um das sogenannte pectinofemorale Kompressionssyndrom gehen. Okay? Und zwar bei diesem Syndrom kommt es zu Schmerzen in der Leiste und Missempfindung, ja? In den Oberschenkeln und zum Teil auch zu Schwächen in der Oberschenkelmuskulatur. Genau. Das ist ein sehr weit verbreitetes Problem, vor allem aber bei Frauen. So, die sollten jetzt besonders gut zuhören. Also, von welchen Strukturen reden wir denn jetzt? Bei dieser Problematik werden der Nervus femoralis, der Nervus femoralis cutaneus, der Nervus genitofemoralis und der Nervus ilioinguinalis, ja, durch eine Kombination von verspannten oberen Adduktoren oder Muskeln komprimiert. Bei den Muskeln wären das genauer gesagt der Musculus pectineus, der Adductor brevis und der Adductor longus, die sich an der Innenseite des Oberschenkels befinden und das Bein nach innen bewegen. Genau. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patienten haben und wir haben erfolgreich den Plexus lumbalis behandelt und diese Schmerzen, die ausstrahlen, wie gesagt, in die Genitalregion oder in die Leistenregion mit Schwäche in die Beine persistieren immer noch, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass der Druck oder das Problem eher in der Peripherie liegt, also weiter weg. So, dies bewahrheitet sich vor allem bei Patienten, wo die Symptome positionsabhängig sind, ja, und vor allem während oder nach forcierter Hüftflexion. Ja, das heißt also, die Hüftflexion wäre jetzt das bei 90 Grad und forciert wäre, wir gehen weiter nach oben oder wir sitzen extrem nach vorne geneigt. Das wäre eine forcierte Hüftflexion. Und wenn wir so diese Symptome reproduzieren können, wissen wir eigentlich, dass wir am, sage ich mal, ligamentären Übergang da unten oder vom Übergang vom Becken zum Bein die Kompressionsstelle haben. So. In den meisten Fällen kommen diese Beschwerden nachgelagert. Das heißt zum Beispiel, wenn man lange gesessen ist im Auto oder auf der Couch, die nach hinten eingesessen ist oder immer dann, wenn man länger in dieser Hüftflexion verblieben ist. So, jetzt ist es so, wenn diese Patienten Kompression über einen längeren Zeitraum haben, ja, dann entwickeln sie Missempfindungen und Schwächen. Also Missempfindungen wie zum Beispiel Hypoästhesien, so ein Sensibilitätsverlust von der Haut, wenn man so leicht drüber fährt, und halt Schwäche beim Laufen. Ja. Und zwar hauptsächlich in den Myotomen L3 und L4. Ja. Ein Myotom ist die Region, wo ein Nerv Muskulatur versorgt. Im Falle von L3 und vor allem L4 wären das die Knieextension des Quadriceps femoris, also quasi die Beinstreckung. Ja, das wäre abgeschwächt in diesem Fall. So, und die verspannten Adduktoren, ja, die ja an der Innenseite hier verlaufen, wie soll ich sagen, verschieben quasi den Nerv, also genau gesagt den Nervus femoralis und seine Begleiter nach oben. Und dort werden quasi diese Nerven dann gegen das Ligamentum inguinalis komprimiert. Mr. Bones hat offensichtlich Leistenschmerzen, deswegen nehmen wir jetzt mal die Hände weg, dass ich besser aufzeigen kann, wo das Band verläuft. Das Ligamentum inguinalis verläuft von der Spina iliaca anterior superior, also das wäre quasi der Knochenpunkt hier oben, ja, zum Tuberculum pubicum, ja, das wäre hier unten. Dort dieses Hügelchen, Tuberculum heißt Hügelchen oder Hebung, von da nach da läuft also dieses Ligamentum inguinalis, das wäre also hier. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir hier die ganzen Arterien, Venen und Nerven, die durchlaufen müssen, ja, und von diesem Band quasi abgedeckt sind. Und jetzt kommt die Adduktorenmuskulatur, oder? Und wird in Hüftflexion, also das Bein wird gehoben, ja, dann drückt es mir diese ganzen Nerven voll in das Band rein.
Ja? Und langfristig führt das natürlich dann zu massiven Kompressionssyndromen, weil wir hier nicht eine muskuläre Irritation haben oder ein muskuläres Entrapment, sondern wirklich gegen ein hartes Band gequetscht wird. So. Wie identifizieren wir jetzt so ein Problem? Also woran erkenne ich das? Ja? Typischerweise kommen die Patienten mit diesem Syndrom wegen Leistenschmerzen oder Oberschenkelschwäche zu mir in die Therapie oder zu den Ärzten oder in andere Praxen, wie auch immer. In seltenen Fällen führt dies aber auch zu Hodenschmerzen beim Mann und zu vaginalen Schmerzen an den Schamlippen, meistens einseitig bei der Frau. Und alle diese Patienten berichten, dass sich diese Symptome im Sitzen verstärken. Einige hinken natürlich auch, ja, durch die neurogene Abschwächung in der Muskulatur. So, jetzt so viel zu den Ursachen und, sage ich mal, den Wirkmechanismen. Wie behandeln wir jetzt diese Patienten oder dieses Problem? So, zuallererst sollte man die lang anhaltende forcierte Hüftflexion vermeiden. Also man sollte aufhören, sich zu tief zu bücken oder die Sitzposition verändern und so weiter und so fort. Also, was ist jetzt aber die optimale Hüftposition für diese Patienten? Ja, und das ist ganz einfach. Die wäre, oder der goldene Winkel wäre dort 135 Grad. Ich habe das mal kurz vorbereitet. 135 Grad vom Körper ausgehend sieht dann so aus. Okay? Das wären 135 Grad. Das hier. So sollte man sitzen. Entweder tut man die Lehne nach hinten justieren, ja, oder die Beine weiter nach vorne schieben, beziehungsweise das Becken. Genau. Dann weiterhingehend wäre sinnvoll, Muskellängentraining zu machen für diese Adduktorengruppe, also die obere Leistenmuskulatur. Und diese Übungen sollten auch in einem Winkel von 135 Grad stattfinden. Sonst würde man die Symptome verstärken. Des Weiteren wäre eine Kräftigung des Musculus piriformis, Gluteus medius und minimus und des Musculus iliopsoas von Vorteil. Das heißt, die Glutealmuskulatur, ja, und der tiefe Hüftflexor. Mit dieser Strategie ist es möglich, die Symptome relativ schnell in den Griff zu bekommen. Ja? Wohingegen eine kompressionsfreie Hüftbeugung zurückzuerlangen, ist ein sehr langfristiger oder langwieriger Prozess und bedarf Anleitung und viel Geduld. Wie gesagt, ist hier die Prognose in Bezug auf die Schmerz sehr gut. Ja? Und wenn man also diese Dinge beachtet, sollten diese Schwächen und auch diese Missempfindung im sensiblen Hautareal sich zurückbilden. Genau. Ich hoffe, die Information bringt euch weiter und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch ganz eine tolle Zeit. Danke. Tschüss.